Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Es gibt wieder einiges zu berichten, es gibt wieder einiges zu zeigen und ein paar Neuigkeiten für euch, die vielleicht für den einen oder anderen da draußen ganz interessant erscheinen. Denn in der Vergangenheit wurden auch schon öfter mal die Fragen so gestellt, wie kriegt man so ein Avatar hier als Beispiel, ne? Wo kriegt man sowas her, wie kann man sowas machen? Und abseits davon, ja, wenn du kein Content Creator bist, der so aktiv das Spiel bewirbt oder halt schon lange dabei bist in der Szene und so, dann ist es relativ schwer, an sowas ranzukommen. Es wurde in der Vergangenheit mal verlost und es wurden auch ein paar Wettbewerbe mal gestartet. Das war zum Beispiel auch, als der Speed-Server draußen war, oder es wurden welche, damals als Unge noch am Start gewesen ist, wurden dort auch welche verlost, Avatare. Und jetzt habt ihr wieder die Chance, einen Custom-Made Avatar, ein eigenes Profilbild zu bekommen. Und das Ganze passiert auf EU10, das wurde heute angekündigt und das möchte ich euch sehr gerne auch nochmal ganz kurz zeigen hier. Ja, und zwar hatte Shakes and Fidget einen Post dazu gemacht. Next week we will challenge you to become the best character of any class in the new Game World Europe 10. You can win your own custom profile picture. Stay tuned for more information. Werde ich euch natürlich auch auf den Laufenden halten, ne, wenn es da irgendwelche Neuigkeiten gibt. Deswegen, falls ihr nichts verpassen wollt, auf jeden Fall sehr gerne ein kostenloses Abo dalassen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür. Und ich kann euch so viel schon mal sagen, es wird wohl für jede Klasse ein Avatar geben. Das heißt, es wird so gehandhabt, wer in der Ehrenhalle der Höchste ist, bekommt das Avatar, und zwar klassenabhängig. Das heißt, es gibt ein Avatarbild für den Krieger, es gibt ein Avatarbild für den Druiden, es gibt ein Avatarbild für den Battlemage, für den Höchsten jeweils seiner Klasse. Ne? Und so kommen wir halt dann auf, ja, wie viel haben wir jetzt? 10 verschiedene Klassen in dem Game. Ne? Und für jede Klasse, die am höchsten ist, oder wer es geschafft hat, am höchsten in der Rangliste zu kommen, ne, genaue Informationen werden noch geteilt, aber das ist jetzt erstmal so das, was ich grob mitbekommen habe, kriegt halt derjenige dann für diejenige Klasse halt auch eben ein Avatar, den er dann auch auf allen anderen Welten natürlich, mit jeder anderen Klasse natürlich dann auch ausrüsten kann, beziehungsweise halt, ne, sich halt damit schmücken kann. So, also insgesamt gibt es halt 10 Stück, wenn mich jetzt nicht täuscht, glaube ich, es sind 10 Klassen gerade am Start, gibt es 10 Avatarbilder zu verlosen und das auf Europa 10. Muss euch aber schon mal vorwarnen, denn das Ganze wird natürlich nicht günstig. Europa 10 ist so oder so schon ein gehypter Server. Es ist ein Jubiläumsserver, sehr viele Leute wollen da drauf starten und sind auch bereit, sehr viel Geld in das Game zu pumpen, ohne überhaupt so ein Avatarbild zu gewinnen. Jetzt hat man die Chance, daneben sogar noch ein Avatar zu bekommen, und da kann ich euch sagen, da sind die Leute halt auch wirklich gewillt, wahrscheinlich, muss man einfach so sagen, einen 5-stelligen Betrag vielleicht im ersten Monat sogar in das Game zu pumpen, um halt eben so ein Avatarbild zu bekommen. Deswegen muss ich euch da wirklich vorwarnen und die Vorfreude so ein bisschen runterfahren, weil das kann nämlich ganz schön gut ins Geld gehen. Ja? Also, dass Leute 4-stellig zu einem Serverstart aufladen, das hat man in der Vergangenheit schon gesehen innerhalb des ersten Monats. Und wenn es so eine einmalige Gelegenheit gibt wie hier, so ein Avatarbild zu bekommen, da sind die Leute bestimmt gewillt, sehr, sehr viel mehr Geld in das Game zu pumpen. Wollte ich euch nur mal ganz kurz vorher vorwarnen, ne? Nicht, dass ihr euch da irgendwie geldtechnisch in die Bredouille bringt. Macht euch da auf jeden Fall einen Plan, was ihr reinstecken wollt, und überschreitet bitte diese Grenze dann auch nicht, damit ihr nicht irgendwie nachher unglücklich aus diesem Serverstart dann rausgeht. Ne? Das nur noch mal ganz kurz am Rande. Für die Leute, die den Serverstart natürlich perfekt spielen wollen und da wirklich Bock drauf haben und das Geld auch, sag ich mal, ausgeben wollen, um so ein Avatarbild zu bekommen, da kann ich euch natürlich nochmal ganz gerne meine Tipps und Tricks Shakes and Fidget Playlist hier vorstellen. Falls ihr die noch nicht kennt, habe ich die unten einmal verlinkt und da könnt ihr sehr gerne mal reinschauen.
und euch nochmal kurz up-to-date halten, wie ihr was zu machen habt, falls ihr komplett neu in dem Game seid. Ihr wollt aber auch so einen Avatar gewinnen und sagt, ey, ich habe hier, keine Ahnung, ein paar tausend, die ich hier reinstecken kann. Ne? Dann empfehle ich euch, das vorher nochmal ganz kurz anzuschauen, damit ihr hier einen groben Einblick bekommt, wie ihr was zu machen habt. Da ist alles abgedeckt vom Early mit bis ins Late Game so rein und deswegen da auf jeden Fall mal auschecken, wer das nicht wissen sollte. Ansonsten ist natürlich die Frage, welche Klasse nimmt man? Weil jede Klasse, die am höchsten gerankt ist, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, das wissen wir jetzt noch nicht, bis wann das Ganze geht, dieser Wettbewerb, der bekommt halt eben so einen Avatar. Und welche Klasse nimmt man da jetzt? Ne? Es gibt natürlich so diese mainstreamigen Klassen, wo man sagen muss, so, was weiß ich, ein Dämonenjäger, der ja momentan relativ broken ist, der oft gepickt wird, generell. Oder ein Berserker, der auch sehr stark in den Dungeons ist. Und das Ding ist aber, diese Klasse spielt ja nur für sich in der Klasse. Das heißt, es spielt nur Berserker gegen Berserker, nur Nekromant gegen Nekromant und nur Druide gegen Druide, weil nur ein Druide das Profilbild gewinnen kann und das ist halt eben der am höchsten ist. So, in der Rangliste oder im Level. Das weiß ich, da müssen wir noch die genauere Informationen abwarten, ja. Und da ist natürlich die Frage, was nimmt man jetzt, ne? Viele werden wahrscheinlich einen Dämonenjäger nehmen, denke ich mal, weil es halt eine gute Dungeon-Push-Klasse ist. Aber andere Dämonenjäger haben ja genau die gleiche Chance. Deswegen ist das auf jeden Fall irgendwo ein fairer Wettbewerb, sag ich mal. Abseits natürlich von dem Geld, was jeder da eigenständig reinpumpen muss. So, ne? Und da kommt natürlich der Gedanke, dass man eventuell den Druiden nehmen könnte, weil der in der letzten Zeit sehr schlecht abgeschlossen hat. Das heißt, es werden wahrscheinlich eher weniger Leute zum EU10-Serverstart den Druiden nehmen, weil die Klasse sehr schlecht gerankt ist, sie performt nicht gut und müsste eigentlich einen Buff kriegen irgendwann mal jetzt. Und deswegen könnte man natürlich meinen, dass die Klasse ein bisschen der Underdog ist, aber genau aus dem Grund könnten Leute auch genau deshalb diese Klasse picken, weil sie genau diesen Gedanken haben. Ja, jetzt habe ich die Information nochmal mehr gespreadet, also noch höhere Chance, dass eventuell jemand den Druiden nimmt dafür. Und nicht so eine populäre Klasse wie ein Dämonenjäger zum Beispiel. Ne? Ist auf jeden Fall, muss man schauen, ne? Spielt lieber die Klasse, die ihr, wenn ihr auf EU10 langfristig spielen wollt und ihr jetzt vielleicht nur das Avatarbild euch nebenbei versucht mit einzusnacken, dann spielt lieber die Klasse, die ihr auch auf Langzeit spielen wollt. Ja? Falls ihr vorhabt, so ein Profilbild, so ein Avatarbild zu jagen und das dann auch bekommt, dann schreibt mir sehr gerne oder schreibt mir mal sehr gerne, ob jemand von meinen Zuschauern dabei ist, der auf die Jagd gehen wird, um so ein Avatarbild zu bekommen. Das würde mich mal auf jeden Fall sehr interessieren, ne? Weil euch wünsche ich natürlich da auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Erfolg und Glück dabei, dass ihr sowas bekommt. Ne? Aber seid eben achtsam, dass das Ganze eine ziemlich teure Angelegenheit werden könnte. Das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Dann gibt es auch ein paar Neuigkeiten und zwar im Community-Tab vom Webshop gibt es ein paar Creator, die auch schon mit auf EU10 angekündigt werden. Ihr seht das hier, Voting für neue Profilbilder von den wie sagt man, Content Creatern. Ist mir gerade der Begriff entfallen. Also jeden Tag benutze ich das 10-mal, das Wort, jetzt entfällt er mir gerade. Stimme jetzt hier für die neuen Profilbilder deiner Lieblingscreator ab. Da sieht man auf jeden Fall ein paar Creator, die man schon kennt und ein paar neue auch. Da gucken wir gleich mal ein bisschen weiter runter. Und hier haben wir zum Beispiel den Tuny, der hier 3 Avatare zur Verfügung hat. Wir können da ja mal durchgehen, welche uns oder welches mir am besten gefällt. Da könnt ihr natürlich auch sehr gerne für euren Lieblingscreator abstimmen, ne, welches Profilbild ihr da nehmt. Ne. Bei mir ist es jetzt mal hier der Sensenmann, das gefällt mir auf jeden Fall am besten. Dann haben wir hier den Mo, der hier auch coole Avatarbilder hier am Start hat. Ich glaube, das passt irgendwie am meisten zu ihnen, aber das ist natürlich, ne, One Piece, Ruffy ist, das ist natürlich auch sehr geil, deswegen da muss man auf jeden Fall, also nehme ich auf jeden Fall das hier, ne. So, dann haben wir den Let's Hugo dabei, der auch schon beim letzten oder vorletzten Serverstart dabei gewesen ist. Ja, die sind im Verhältnis, jetzt sage ich mal, ein bisschen unspektakulärer, würde ich sagen. Ich glaube, da gehe ich einfach mit dem, was so am uniquesten ist, und da würde ich, glaube ich, das linke nehmen hier. Ja, dann haben wir als nächstes den Solution am Start, X's Solution, ja, auch jemand, den ich schon Ewigkeiten, sag ich mal, verfolge, kenne ist zu viel gesagt, aber
ist auf jeden Fall ein YouTuber, der auch schon, beziehungsweise Content Creator oder Streamer, je nachdem, wie man heutzutage dazu sagt, der schon Ewigkeiten dabei ist. Wir haben ungefähr, würde ich mal so behaupten, im selben Jahr ungefähr gestartet. Das war so damals so 2012 circa müsste das gewesen sein. Das waren so die Zeiten damals, als Commander Krieger noch groß gewesen ist und viele Call of Duty Gameplays und so gezeigt hat, und das war der neueste Shit damals in der Szene. Das ist jetzt schon mittlerweile 12 Jahre her, ja, und 12 Jahre verfolge ich auch immer schon so ein bisschen, was X's Solution macht, deswegen freut mich das persönlich, dass er hier auch den Weg zu Shakes and Fidget gefunden hat, weil da kommt nämlich auch so ein kleiner Fanboy-Moment in mir hoch, weil ich ihn auch schon so lange verfolge und auch ein nettes Kerlchen ist und sehr sympathisch und man halt eben irgendwo in der gleichen Szene so ein bisschen Fuß gefasst hatte, damals in Call of Duty. Wer es nicht wusste, meine ersten Videos waren damals Call of Duty gewesen und Commander Krieger war da halt eben das Aushängeschild damals gewesen, 2012, und so einer der ersten Gameplay mäßig was hochgeladen hat mit Commentary auf YouTube, und das waren so die Zeiten zu den German Taters, mit Dr. Kaboom war da mit bei, in Under Serial, wer war das noch, das waren so die Zeiten von Max FPS auch, und X's Solution war halt zu den Zeiten halt eben auch mit dabei. Der hatte irgendwann mal bei Commander Krieger so ein Turnier gewonnen und da irgendwie drüber den Fuß gefasst. Ist schon sehr, sehr lange her. Übrigens, die Kamera, die ihr gerade seht, also die mich gerade aufnimmt, die steht auf einem Karton. Den habe ich damals, und da war ein Headset drin und der ist unterschrieben, dieser Karton von Commander Krieger tatsächlich, weil ich damals das Commander Kaboom-Turnier auf dem PC gewonnen hatte. Das war auch so 2012, 2013 irgendwann. Ja, und da steht hier übrigens die Kamera drauf. Ne? Unterschriebener Karton von Commander Krieger. Ja, das war auch krass. Das war damals zu Call of Duty Black Ops Zeiten. Ne? Und wie gesagt, X's Solution, jemand, den ich schon sehr, sehr lange kenne und wo der jetzt hier auch mit Shakes and Fidget angefangen hatte, spielt auch ab und zu mal so in seinen Streams, ohne dass er immer bezahlt wird, seinen Account, und hat jetzt schon ein paar Serverstarts jetzt auch schon mitgemacht, und deswegen denke ich mal auch, dass ihm das Spiel auch wirklich abseits vom Sponsoring natürlich auch Spaß macht, und das wäre auf jeden Fall auch noch so ein kleiner Traum, wenn man da mal irgendwie zusammen Serverstart irgendwie hinkriegen würde. Das wäre da würde ich mich auf jeden Fall richtig drüber freuen, ne? Weil man schon irgendwie, keine Ahnung, den Creator dahinter schon jetzt mittlerweile seit 12 Jahren verfolgt. Das muss man sich mal einfach, wie viel Zeit das mittlerweile geworden ist, so, ne? Ich glaube, was ihm am nächsten kommen würde, ist auf jeden Fall das hier, das linke Profilbild, aber ich persönlich gehe einfach mal, weil es am coolsten aussieht, für den Ork. Ja, machen wir einfach mal den Ork da draus. So, dann haben wir als nächstes noch Dalukat dabei, den kennt man auf jeden Fall auch. Hatte auch schon hier und da mal Shakes and Fidget gespielt. Habe ich jetzt nicht so persönlich ganz so die Bindung zu, muss ich sagen. Verfolge ich jetzt nicht ganz so dolle. Und hier würde ich mich, glaube ich, einfach für das rechte Profilbild entscheiden, weil es am lustigsten aussieht. Ja. Und zum Schluss haben wir noch den Mickey TV. Der ist, glaube ich, das erste Mal mit dabei. Ja, da schätze ich mal, dass wahrscheinlich Solution und Mickey zusammen irgendwie was machen werden oder streamen werden, weil die sich auch sehr gut verstehen. Und da würde ich, da würde ich das Rechte hier nehmen wollen. Ja, also das sind so die Creator, die jetzt EU10 auch mit am Start sind, beziehungsweise zumindest die, wo man auch für voten kann im Webshop, ne? Und da das Profilbild aussuchen kann. Und abseits davon wird es natürlich auch noch mehr Creator geben, die jetzt nicht unbedingt ein neues Profilbild am Start haben, aber denke ich mal auch so mit auf den Server spielen. Das ist ja schon eine Menge, ne? Hier sind ja schon viele, und dann kommen halt eben aus der Shakes and Fidget Szene auch noch Creator mit dazu. Unter anderem bin ich ja auch mit dabei, so, ne? Die halt eben den Start von EU10 mitverfolgen. Aber man muss halt eben davon sagen, was weiß ich, von, sagen wir, 100% Content Creator, die auf EU10 starten, sind es vielleicht 5%, die dann wirklich den Server auch aktiv durchziehen, und der Rest, der verschwindet irgendwann im Nirvana. So. Also die werden dann nicht weiter großartig aktiv um die ersten Platzierungen irgendwo kämpfen. Ne? Und deswegen
ist es natürlich, das hatten wir ja auch jetzt auch gerade das Thema gehabt, ist natürlich mal kritisch zu beäugen, dass sehr viele Content Creator auf den neuen Servern mitspielen, so zum Start, aber lasst euch davon nicht irgendwie demotivieren, weil die sind alle meistens nach den ersten paar Tagen auch wieder verschwunden. Ja, zumindest der Großteil so. Ne, ist ja bei mir genauso. Ich spiele auf dem neuesten Server halt eben auch nur, um da halt eben alles mitzukriegen zum Start, weil mich das auch alles interessiert, wer da alles so dabei ist, wieso der Server abgeht und so weiter. Ne? Und jetzt auch gerade mit dem Wettbewerb, mit dem eigenen Avatar, der macht mich wie übrigens kirre. Ne? Also, vorhin schon die ganze Zeit, der stared einen so down hier. Und ja, deswegen bin ich mal gespannt auf jeden Fall und wünsche euch da auch sehr viel Erfolg auf EU10, ob nun mit auf der Jagd nach eigenen Avatar oder einfach nur, um auch Spaß zu haben oder einfach nur so für sich zu spielen. Ne? Wünsche ich da auf jeden Fall sehr viel Spaß jeden und wir sind auch am Europa 10 Start tatsächlich pünktlich auch zum Streamen am Start, deswegen wird es hier auch dann ja, zu dem Zeitpunkt am Freitag auch einen Stream geben. Ja Leute, das war es soweit von mir, ein bisschen getalkt, ein bisschen das Neueste gezeigt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.